ruft, geht wieder 4, 5 Schritte und dann bleibt er wieder stehen. Ja. Und da links ist aber noch einer, der darauf reagiert. Der jetzt fliegt, ist so ein Hahn, oder? Ja, genau. Ja, der fliegt hier jetzt rüber. Hier vorne sitzt ein Paar. Ne, der hatte sich erst ein bisschen hingelegt oder abgeduckt, ne, weil wir hier mit Licht und allem im Gange sind. Aber wenn er dann seinen Konkurrenten rufen hört, dann sagt er, nee, halt, da muss ich doch noch mal zeigen, dass ich da bin. Ne? Ah, hier. Mein Gott, was es für gibt auf dieser Welt, ey. Kann der Gas geben. Ja, das ist halt so. Nachdem wir die fulminanten Erfolge bei den Rebhühnern gesehen haben, sind wir jetzt etliche Kilometer weiter nördlich in unserem Revier angelangt und wollen überhaupt mal Bestandsaufnahme machen, ja eine Inventur von dem, was wir hier an Hasen haben. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, die der Paul mir aufgegeben hat. Und zwar habe ich dank eines Internetprogramms die einzelnen Revierteile nochmal aufgeteilt, um genau zu wissen, wie groß die Schläge sind. Und was machen wir jetzt als nächstes? Wir fahren jetzt los, gucken, wie viele Hasen wir sehen. Und dann tragen wir immer die Zahl der Hasen, die wir auf der einzelnen Fläche sehen, in unsere Liste ein, damit wir anschließend sagen können, auf welchem Schlag waren wie viele Hasen. Dann habt ihr auch nächstes Jahr den Vergleich, wo hat sich was verändert. Wir wollen nicht nur die Totalzahl haben, sondern wir wollen sehen, was ist auf jedem einzelnen Acker los. Und dann kann man im Nachhinein auch sagen, welcher Acker, welche Feldfrucht ist für die Hasen besonders interessant. Sehr schön. Es hat langsam angefangen zu regnen. Es ist wunderbar. Wir freuen uns jetzt hinten auf Christians Pritsche zu sitzen bzw. zu stehen. Und ihr sitzt innen drin, schön muckelig warm. Könnt aber trotzdem sehen, Ich mache mir ein bisschen die Heizung an, aber Das wir ist haben schön. so einen Monitor, dass wir auch das so ein bisschen übertragen können. Genau, dann geht's los. Ja, kriegt er gleich. Er kriegt gleich seinen Hotspot. Oh. Erstmal das Stativ in die Kronjuwelen. So, hier rechts Hase Nummer 1. Rehwild. Ja, 4 Stücken Rehwild. So, andere Seite. Was ist da los? Oh, das wackelt. Ich muss jetzt erstmal eben gucken. Ein bisschen wackeliges Bild, aber Ja, kriegen das das. ist die Fläche. Also hier hatten wir einen Hasen, sagst ein du. Hasen, ja. Aber hier links sieht es besser aus. Ja, Da sind so einige Hasen. also auch ein Stück Rehwild. Da 1, 2, 3, 4, 5 Hasen. Kommt mal da hinten, die ganze Krume voll. Einmal, ja, halt mal einmal kurz an, dann kann ich einmal kurz. Dann kannst du auch mal rechts Ja, dann rüber kann ich mal hier, den ganzen Eugen. Schlag hier richtig gut. Nee, aber ich kann erstmal den ganzen Schlag hier einmal sauber, ruhig ableuchten. Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bene, einmal Kopf einziehen. Ah, ich habe schon 8. Nee, das andere waren Rehe. Also, 7 Hasen auf der Fläche. So, was haben wir andere Seite? 1, 2, 3 Rehe, die interessieren uns heute nicht. 1, 2 Hasen. 3, 4, 5, 6. Und nochmal 5 Stück Rehwild. So, weiterfahren. Also rechts 9, links 7. Ja, und vorne noch einer auf der ersten Fläche. Ne? Ich hoffe, dass ich nicht zu weit ziele, dass das mit deinen Flächen nicht hinhaut. Aber Ja, nee, das passt. Den habe ich da. Aber ich kann das nicht mehr. dass ich hier zu weit gucken kann, weißt du? Ja, nee, das passt. Du kannst, also hier ist jetzt der Deich, die Grenze. Aber hier brauchen wir da gar nicht mehr hinfahren, meinst Nee. du? Weil die haben wir jetzt noch nicht, die Fläche. Die Fläche da hinten müssen wir, glaube ich, noch zählen. Ja. Die Fläche hier vorne hatte ich, die Okay. 16,6 Hektar. Okay. Christian, Ja. dann fahr bitte einmal jetzt rechts über den Deich, dann können wir die Fläche, zumindest so ein Teil hiervon Ja. von H zählen Ja, und fahren dann auch hier hin, noch Ja. zu der I-Fläche. machen wir so. Fährst du hinten, weißt du, wo der kleine Tümpel ganz hinten ist? Ja. Von hier aus jetzt rechts Ja. rüber. Da fahren wir hin. Okay.
Jawohl, habe den Auftrag. So, boah, das wackelt aber, ey. Einmal Stopp bitte. Ja, dass ich einmal kurz gucken kann. So, ich kann Links jetzt ein bisschen- Hase. Ja, warte mal. Dass wir das mal für alle mitnehmen. Dahinter noch einer. Da ist einer. Ne, wir gucken jetzt mal nur bis zur Hecke. Zweiter Hase. 3. Also ich sehe hier 3 links. Das sind auch 2 Stück. Sind 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also bis hinten an die, bis zu den Zäunen hier hinten. Bis Ja. da, wo die Wiesen anfangen. Bis dahin haben wir hier auf der Fläche Okay, jetzt 9 9 Hasen. Stück, okay. Aber nur bis zu der Hecke da. Ja, okay, Ja? alles klar. Dann unterteile ich das nochmal. Also mit ganz viel Freude, ne? Ja. Haben wir da vorne einen Rebhuhn. Auf jeden Fall ist das ein Vogel. Ansonsten ist hier eben da ein Hase. Noch ein zusätzlicher Hase? Ne, 2 Ne? Stück. Zwei Zwei Stück, Stück sind ja. hier auf der rechten Seite, einer war links. Aber jetzt habe ich die noch einmal da, die ganzen Rehe am Deich, sehr ordentlich hier. Gut, dann sind wir hier durch, ne? Dann haben wir das Ja. auch fertig. Krischi, dann können wir jetzt fahren wir, Rechts auf dem Deich weiter. nee, da sind wir durch, haben wir alles. Wir fahren jetzt dann am Ende des Deiches links runter und fahren den Querweg. Querweg da durch die Bäume. Jawohl, Zählen alles, was auf der rechten Seite dann von uns ist. habe den Auftrag. Ja, nächste Fläche gucken wir nachher vom anderen Weg aus, sonst komme ich nachher durcheinander. Also hier 1, 2 und hier vorne 3. 3, alles klar, habe ich notiert. Linke Seite haben wir schon alle. Ja. Was hast du jetzt Ja, gemacht? nee, gar nichts. Alles gut. Einmal schön eine Niere gekriegt. So. Unterste Rippe. Nachdem wir vorhin schon so positiv überrascht gewesen sind von den Rebhuhnbesätzen in Paul Rösslers Revier, sind wir jetzt ebenso positiv überrascht von unseren Hasenbesätzen und haben über 100 Hasen auf den paar Hektar, die wir jetzt beobachtet haben. Das waren längst nicht alle in unserem Revier gezählt. Das heißt also für diese Saison und gerade auch insbesondere, da wir uns ja schon ein bisschen was vorgenommen haben, aber auch schon ein bisschen was geschafft haben, was die Prädatorenjagd angeht, sind wir guter Dinge, dass das mit dem Hasenbesatz noch besser wird und dieses Jahr vielleicht auch mal wieder eine kleine Treibjagd erfolgen kann. Wie siehst du das? Also das mit dem Jagen würde ich erstmal noch mal ein paar Jahre sein lassen. Der Besatz ist jetzt gut für die Ecke mit über 40 Hasen pro 100 Hektar, richtig gut. Aber ihr habt ein großes Revier und das sollte sich überall so zeigen. Das heißt, Piano, gucken, geht das wirklich? Lieber nochmal. Ne? Verzicht ist manchmal Okay. ganz gut. Eine Frage noch an dich, Paul. Wir haben jetzt knapp 230 Hektar gezählt. Wir haben ja unterschiedliche Qualitäten in der Zählung, beziehungsweise in der Quantität vor allem. Bei der Scheinwerfertaxation sind es in der Regel weniger als mit den hochmodernen Wärmebildgeräten. Genau, es gibt ein paar Untersuchungen zu, die zeigen, dass man mit dem Scheinwerfer ungefähr ein Drittel weniger zählt. Es gibt aber eben auch Untersuchungen, dass bei wiederholten Zählungen man immer auf nahezu annähernd die gleichen Ergebnisse kommt. Das heißt, man hat eine Tendenz. Ne? Also das heißt, wenn man jetzt in der Woche nochmal zählen würde, dann würde man voraussichtlich auf ein sehr ähnliches Ergebnis kommen. Deswegen kann man das schon als Tendenz immer nutzen und sehen. Aber wie gesagt, ich würde das gesamte Revier zählen und dann überlegen, macht das Sinn oder haben die sich jetzt hier vielleicht auch nur konzentriert? Also das konnte man wirklich sehen. Es gab ja also wirklich Flächen, wo es wirklich einen ganz hohen Besatz gab und dann gab es Flächen, wo du dann vielleicht mal einen auf einer 10 Hektar Fläche gesehen hast, aber eben auch mal hier 16 Stück auf 35 Hektar, aber eben auch mal 3 Stück auf 10 Hektar. Also insofern haben wir da Hotspots und haben wirklich Flächen, wo gar nichts passiert. Also ich sag mal, zu zweit können wir sicherlich den einen oder anderen Küchenhasen mitnehmen. Eine schöne Ob wir jetzt- Familienjacht zu Weihnachten. Ob wir jetzt die große Yacht machen, wissen wir noch nicht. Aber ich sage mal vielleicht so als vermittelnde Ansicht, dass wir doch vielleicht den ein oder anderen Hasen für unsere Küche nehmen und dann, so wie du sagst, nochmal warten, wie es im nächsten Jahr wird, ob die Tendenz dann steigt. Und unsere Hegebemühungen sind ja nun so, dass wir das erwarten. Der Druck ist ja da. Ja. Entscheidend ist die Herbstzählung, um zu entscheiden, ob man jagt.
super. Paul, ganz herzlichen Dank wieder mal an dieser Stelle, an deine Expertise, an deine Erfahrung. Das war unheimlich spannend, dieser Tag. Ich kann nur jedem von euch empfehlen, das selber im Revier zu Hause auch zu machen. Und eigentlich sollte man es nicht nur empfehlen, sondern sollte es für jeden nachhaltigen und weitgerechten Jäger Pflicht sein, seinen Bestand bzw. seinen Besatz auch genau zu kennen, bevor man den Finger krumm macht. Ja, man nennt das Monitoring heute, Neudeutsch. Also das heißt, man muss wissen, was da ist, dann weiß man, was man erlegen kann. Das gilt nicht nur für die Hasen, das gilt auch fürs andere Niederwild, aber auch insbesondere fürs Rehwild. Wir haben eben festgestellt, vielleicht müsste man auch noch mal gucken, ob die Abschusspläne tatsächlich noch so stimmen. Nur derjenige, der weiß, was in seinem Revier los ist, kann auch wissen, was zu erlegen ist. Das ist Hege und das ist Weitgerechtigkeit. Und jetzt gehen wir ins Wirtshaus. Hier ist kalt. Horrido. Joho. Jo, wollen wir sein.